Um jetzt 3D fräsen zu können, benötige ich natürlich ein Programm, das mir auch den G-Code für das 3D-Fräsen erzeugt. Hier im Happy Lab haben wir das CAD 3D, das genau dafür da ist. Wir starten einfach unten das CAD 3D und laden unsere 3D-Datei. Das CAD 3D verträgt STL-Dateien. Das heißt, wenn man ein dreidimensionales Objekt hat, braucht man das in der STL-Datei, im STL-Format, um es im CAD 3D öffnen zu können. Nach dem Laden wird mir die STL-Datei einfach so angezeigt, wie sie gespeichert ist. In dem Fall möchte ich die Front fräsen, und zwar nur die Front, das heißt nur in einer Aufspannung und nur einseitig. Das heißt, wir werden eine flache Rückseite haben. In dem Fall ist das die linke Seite, die ich fräsen möchte. Welche Seite das ist, muss man sich immer selbst aussuchen. In dem Fall ist links das Gesicht einfach und das möchte ich fräsen. Weiters kann ich hier eingeben, wie groß das Objekt sein soll. Meine Platte ist 20 mm stark und ich will ziemlich genau bis zur Hälfte fräsen, deswegen sage ich hier, dass ich das Ganze 40 mm hoch machen möchte, dass das Objekt 40 mm stark ist. Außerdem kann man noch die Einheiten anwählen, ob es Inch oder Millimeter sind, also Zoll und Millimeter. Hier wirklich die Einheiten verwenden, die man zum Konstruieren vom STL verwendet hat. In meinem Fall sind das Millimeter. Außerdem kann man anwählen, welche Seite zur Maschine zeigen wird. Man kann eben anwählen, ob man nur die Oberseite fräst, Ober- und Unterseite, oder ob man gleich 4 Seiten fräst, nämlich oben, unten, Vorder- und Rückseite. In dem Fall fräse ich eben nur die Oberseite, deswegen lasse ich die angewählt. Wenn ich auf Anwenden gehe, kann ich einfach auf die nächste Seite gehen. Hier wird dann nachgefragt, wie das Material ist. In dem Fall muss ich die Dicke auf 20 mm einstellen und lasse um das Objekt einen 10 mm Rand stehen, der freigefräst wird. Und sage, Use Model Silhouette bedeutet nichts anderes, als dieser Rand passt sich an die Silhouette von meinem Modell an und beim Ausschneiden schneidet der Fräser genau dieser Silhouette nach, was natürlich deutlich schöner ist, als wenn ich das Ganze dann in einem Viereck ausschneide. Bei der Tiefe unter der Oberfläche kann ich noch einstellen, ob am Anfang plan fräsen soll. In dem Fall mache ich das nicht, deswegen lasse ich das auf 0. Und dann fragt er mich, wie weit er runterfräsen soll. In dem Fall, wenn ich sage bis zum Center, dann steht 20 mm dort und in der 3D-Ansicht sieht man auch, wie weit das gefräst wird. Weil ich aber das Objekt extra dann noch ausschneiden möchte, nachdem ich schlicht gefräst habe, also nachdem ich das Ganze schön gefräst habe, mache ich nicht 20 mm, sondern 19. Dadurch bleibt mir unten ein 1 mm Rand, der das Objekt hält, damit ich es dann ausschneiden kann. Danach drücke ich wieder auf Anwenden und auf Next. Jetzt fragt er mich nach dem sogenannten Roughing Toolpath. Im Deutschen heißt das Schrubbfräsvorgang. Beim Schrubbfräsen nimmt man einen möglichst großen und groben Fräser, mit dem man möglichst viel Material wegnimmt. Die Idee ist, mit dem kann ich einfach den Großteil von meinem Material schon mal wegschneiden. Und danach kann ich mit einem kleineren und feineren Fräser nur noch die Konturen fräsen. In dem Fall wähle ich mir einen 6 mm Fräser aus und nehme die Werte für XPS. Die Werte kann ich hier in einer Liste nachschauen, kann ich dann einfach eintragen, dann drücke ich auf OK und die Werte sind übernommen. Bei den restlichen Werten kann ich im Normalfall die Standardwerte einfach lassen, das funktioniert meistens sehr gut. Ich drücke einfach auf Calculate oder Berechnen und nach einer gewissen Zeit werden mir dann die Fräsbahnen angezeigt, die noch sehr grob sind. Dann gehe ich auf Next und dann werde ich nach dem Finishing Toolpath gefragt. Im Deutsch ist das dann der Schlichtvorgang. Da wird wirklich die einzelne Kontur rausgefräst. In dem Fall nehme ich einen sogenannten Ball Nose Fräser oder auch einen Radienfräser auf Deutsch, 3 mm. Ich übernehme wieder die Schnittwerte und drücke einfach auf OK. Warum ich einen Radienfräser nehme? Mit einem Radienfräser kann ich deutlich schöner diese Konturen nachfräsen. Wenn ich nicht rechtwinklige Konturen habe, kann ich die mit einem Radienfräser deutlich schöner fräsen.
Ich gehe wieder auf Calculate und bekomme die Fräsbahn vorgestellt. In dem Fall sind das sehr viele Fräsbahnen, weil er sehr eng fahren muss, damit diese Kontur auch schön übernommen werden kann. Wenn ich damit zufrieden bin, klicke ich einfach auf Next und dann kommt der Cutout Toolpath oder auch das Ausschneiden. Im Normalfall ist das abgewählt, in dem Fall möchte ich das verwenden, deswegen klicke ich Create Cutout Toolpath, wähle einen Fräser aus, in dem Fall denselben wie beim Roughing Toolpath oder beim Schrubbfräsen. Es muss auch nicht dasselbe sein. Es kann jeder beliebige andere Fräser sein. Man klickt einfach auf OK. Dann wird man gefragt, wie viel Material man überlassen soll. Standardmäßig ist eingetragen -1 mm. Das ist genau das, was wir wollen. Wir fräsen 1 mm zu tief, damit wir wirklich durch das Material durch sind. Auch hier gilt, wie beim 2,5D Fräsen, bitte unbedingt eine Opferplatte verwenden und nicht in den Nutentisch darunter fräsen. Wenn ich soweit zufrieden bin, klicke ich einfach auf Calculate. Es werden mir hier 2 Fräsbahnen angezeigt. Er fährt einfach in 2 Schritten durch, aber fährt genau der Kontur von meinem Yoda nach und das ist genau das, was ich möchte. Danach klicke ich auf Next und hier bekomme ich eine Vorschau. Ich kann einfach gehen auf Roughing Toolpath Preview, also auf einfach Vorschau vom Schrubbfräsvorgang. Dann kann ich mir den Finishing Fräsvorgang anschauen, der ein bisschen länger dauert, weil einfach mehr Fräsoperationen stattfinden. Und dann kann ich auf den Cutout Toolpath Preview gehen und ich sehe am Schluss, wie mein Yoda ausschauen sollte. Weiters sagt das Programm auch, wie lange es ungefähr dauert zum Fräsen. Er schätzt 7 Minuten. Diese Zeit ist leider oft nicht ganz korrekt, weil die Fräse bei so sehr kleinen Strukturen nicht so schnell fahren kann, wie man einstellt, und deswegen dauert es meistens etwas länger. Danach klicke ich einfach auf Next und kann sagen Save Toolpath to a Single File. Im Gegensatz zum Cut 2D kann das Cut 3D unterschiedliche Werkzeuge in einer Datei speichern, was deutlich angenehmer ist. Ich gehe einfach auf Speichern, wähle die Datei aus und habe den Code erstellt. Jetzt bin ich mit dem Cut 3D fertig. Ich habe den G-Code, um den Yoda zu fräsen. Alles, was ich jetzt noch machen muss, ist das Material aufspannen, den Fräser einspannen und fräsen.